Wir alle lieben ja unsere Werkstätten, aber wir hassen den Staub und den Dreck in der Werkstatt. Das ist nicht nur extrem unschön, das ist auch extrem ungesund. Und die beste Lösung ist ganz einfach absaugen. Absaugen und dann ist alles gut, denkt man, ist aber auch Blödsinn. Die meisten saugen mit einem einfachen Werkstattsauger ab und der hat ein riesengroßes Problem. Der saugt es vorne ein, scheidet die Feststoffe ab, aber diese ganz feinen Partikel, die so extrem gesundheitsschädlich sind, die kommen hinten ganz einfach wieder raus und sind richtig schön in der Werkstattluft verteilt. Und auch dafür gibt es natürlich eine ganz tolle Lösung. Es gibt Staubsauger mit einem Filter der Filterklasse H und dieser Filter hat einen Abscheidegrad von 99,995%. Da bleibt wirklich nichts oder fast nichts übrig, was uns gesundheitlich schaden kann. Problem ist nur, diese Staubsauger sind extrem teuer. Und da kommt Parkside mit ins Spiel. Die haben seit circa einem Jahr so einen Staubsauger im Angebot. Ich wollte mir schon bei der ersten Lieferung Charge einen kaufen, habe das so ein bisschen versäumt. Jetzt kommt das neue Gerät, das hat noch zusätzliche Erweiterungen, die haben es wirklich in sich und da habe ich gedacht, da musst du zuschlagen. Ich habe mir für 199 diesen Staubsauger geholt. Der wurde schon mit Festo Tools verglichen, mit vielen anderen Herstellern, jetzt mit noch mehr Funktionen, noch mehr Möglichkeiten und einer absolut genialen Fernbedienung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so mein erster Eindruck, wenn ich diesen Staubsauger sehe, und da würde nicht Parkside draufstehen, würde ich nicht glauben, dass das Parkside ist. Das ist so eins der wirklich besseren Produkte, muss man wirklich sagen. Sieht toll aus, für 200 € kann man da wirklich nichts sagen. Vernünftiger Staubsauger, vernünftige Rollen, vorne Lenkrollen, hinten feste Rollen, die Rollen sind gummiert, alles sieht ordentlich verarbeitet aus. Von der Qualität her macht das wirklich einen tollen Eindruck. Sicherlich kein Festo Tools oder irgendwas, das sollte man damit nicht vergleichen oder mit einem Sauger für 1000 €. Es ist ein bisschen an den Haaren immer dabei gezogen, aber für den Preis finde ich den wirklich super. Für meine kleine Werkstatt wirklich eine perfekte Lösung. Jetzt ist es so, ich habe hier einen 3,5 Meter Saugschlauch dabei. Der Saugschlauch hat so eine Ummantelung, die ist antistatisch. Diese Ummantelung ist aber dafür da, dass der Schlauch halt nicht immer irgendwo hängen bleibt. Ich habe hier vorne eine zusätzliche Steckdose. Ich habe den An- und Ausschalter und ich kann hier auf die Automatikfunktion übergehen. Damit kann ich das Ganze dann mit der Bluetooth-Fernbedienung, da gehen wir nachher noch drauf ein, und natürlich auch mit dem Handy benutzen. Mit dem Smartphone habe ich hier gar nichts gemacht, das ist nicht so meins. Kann man noch verschiedene Sachen einstellen, aber im Prinzip braucht man das aus meiner Sicht nicht. USB-C-Anschluss habe ich hier vorne zusätzlich, kann ich also irgendwelche Sachen auch in der Werkstatt laden. Also im Großen und Ganzen wirklich ein richtig, richtig schöner Sauger. Und ich habe im ersten Moment gedacht, jetzt haben sie gerade bei dir das ganze Zubehör vergessen. Ist natürlich Blödsinn, das befindet sich im Inneren des Saugers. Den kann man hier an den Seiten ganz einfach öffnen und dann haben wir hier eine komplette Sauggarnitur. Auch die macht qualitativ wirklich einen guten Eindruck. Das Wichtigste an so einem Werkstattsauger ist jetzt nicht irgendwo das Zubehör und wie lang das Kabel ist. Das Wichtigste ist wirklich die Filterklasse. Die meisten Werkstattsauger, wenn man sich das wirklich mal anguckt, die haben L oder Maximum M. Selbst die Premium-Anbieter haben da oft nur M. Und was passiert dann? Das habe ich eben schon mal kurz erklärt. Die Feststoffe werden abgeschieden und dieser ganz feine Staub, der so extrem gesundheitsschädlich ist, der wird hinten schön wieder rausgeblasen. Schön in der Atemluft und dann kann man den schön zu sich nehmen. Und solche feinen Partikel, die gelten als lungengängig, das heißt, die bleiben eurem Körper lange erhalten. Eure Lunge kann das Ganze nicht rausfiltern. Das ist extrem ungesund. Und darum finde ich gerade, dass so ein Filter der Klasse H und das Ganze bezahlbar eine ganz tolle Lösung ist. Und das zeige ich euch jetzt ganz einfach mal vom System im Detail. Im Prinzip ist der Begriff Werkstattsauger nicht hundertprozentig korrekt für so ein Gerät. Es ist eigentlich eine Hochdruck-Vakuumabsaugung. Das heißt, wir haben hier unsere Vakuumeinheit, im Prinzip ein Gebläse. Das Gebläse erzeugt einen Sog, ein Vakuum und dieses Vakuum setzt sich hier durch die verschiedenen Instanzen fort. Wenn ich hier mit vorne was absauge, hier mit dieser Saugdüse, dann passiert Folgendes. Ich habe Staub, Dreck. Das Ganze geht dann hier durch meinen 3,5 Meter Saugschlauch. Dieser Saugschlauch
Staubsauger ist hier schön antistatisch ummantelt, hat auch eine sehr gute Qualität. Das Ganze geht dann hier in den Filter rein. In dem Filter werden die Grobstoffe abgeschieden und diese ganz feinen Partikel, die wirklich so extrem ungesund sind, die gehen dann in diesen Haarfilter. Das ist der Haarfilter, das ist wirklich das Herzstück von diesem Sauger. Das Ganze geht dann hier durch. Man sieht hier, man hat hier schöne große Lamellen. Das vergrößert die Filterfläche und da wird wirklich jeder noch so feinste Partikel abgeschieden und dann geht die Luft hier durch und wird hier vorne ausgeschieden. Manche sagen fälschlicherweise, das wären hier auch noch Filter. Das sind keine Filtermatten, die schützen den Innenraum. Die sollte man auch regelmäßig sauber machen. Darum kann man das Ganze hier auch aufmachen. Wenn natürlich die Luft hier nicht mehr richtig abgeschieden werden kann oder ausgeblasen werden kann, dann setzt das natürlich auch die Effektivität von diesem Sauger zurück. Also im Prinzip ist das ein ganz einfaches Konzept. Ich habe jetzt hier nur den Filterbeutel eingebracht. Man hat hier auch noch die Möglichkeit, dass man hier unter so einen Kunststoffsackbeutel untertut. Das wäre halt, wenn man hier wirklich Asbest mit absaugt, sehr schädliche Stoffe mit absaugt, dann soll das dabei helfen, dass man den Filterbeutel hier deutlich besser, deutlich einfacher und sauberer entsorgen kann. Ich habe den jetzt hier nicht genutzt, weil ich nur ganz normal in der Werkstatt absaugen möchte und da ist kein Asbest oder ähnliches. Falls ich sowas mal hätte, dann würde ich natürlich diesen Kunststoffbeutel hier auch noch mit runterpacken. Was bei so einem Sauger natürlich auch hundertprozentig wichtig ist, dass der vernünftig dicht ist. A, für die Effizienz und B ist natürlich, wenn der nicht dicht ist, dann wäre das so, der grobe Staub kommt hier rein und der grobe Staub bleibt hier drin und der feine Staub, der würde dann eventuell hier durchgehen. Also das wäre natürlich sehr unschön. Dafür hat der Staubsauger hier oben so eine richtig schöne Dichtung und man sieht auch, dass diese Dichtung permanenten Abdruck hat von dieser Nase. Das ist natürlich so, bei Schweißrauchabsaugung ist es so, da gibt es ein spezielles Institut, das solche Schweißrauchabsaugungen überprüft, die Dichtigkeit überprüft. Hier muss man sich natürlich irgendwo auf den Hersteller verlassen. Ich habe hier jetzt nichts gefunden, dass das auch irgendwo überprüft wurde, aber die zertifizieren hiermit mit dieser Konformitätserklärung natürlich, dass das alles nach geltendem Recht gefertigt wurde und geltenden Verordnungen entspricht. Muss man sich also darauf verlassen. Wäre mal interessant, wenn man das mitgeteilt bekommt, wo sowas wirklich mal überprüft würde. Und wenn ich sowas überprüfen lassen würde, dann würde ich das natürlich hier auch irgendwo einbringen. Das habe ich jetzt hier drinnen nicht gefunden. Bei einer Schweißrauchabsaugung nennt sich das übrigens eine W3-Zulassung. Die wird von dem Institut IFA vergeben. Das heißt, wenn ihr eine Schweißrauchabsaugung habt, dann braucht ihr hier so ein Zertifikat. Ansonsten darf das in einer Firma nicht eingesetzt werden zum Absaugen von Schweißrauch. Und da ist ein Abscheidegrad von 99% lediglich erforderlich. Also das ist nochmal deutlich geringer als bei unserer Parkzeitabsaugung mit dem Filter der Filterklasse H. H hat wirklich den höchsten Abscheidegrad und da habt ihr dann wirklich Sicherheit. Noch höher wäre die Sicherheit nur, wenn man diesen ganz ordinären, einfachen Werkstattsauger nimmt, hinten einen Schlauch dran und das Ganze nach draußen schickt. Das dürfte eine Firma nicht ungefiltert. Ihr als Privatperson dürftet das aber. Für mich ist die Sicherheit wirklich der Faktor Nummer 1. Daneben kommt die Qualität und natürlich die Ausstattungsmerkmale. Und da bietet der Sauger wirklich auch viel. Ich habe das eben schon mal so angerissen. Der hat eine Bluetooth-Fernbedienung. Wirklich ein tolles Spielzeug. Man kann den Sauger damit fernsteuern. Bis zu 10 Meter Entfernung schafft er problemlos. Also ich bin bei mir vor die Tür gegangen, habe drin den Werkstattsauger wie von Geisterhand angemacht. Und das ist natürlich nicht nur ein Spielzeug, das hat einen praktischen Nutzen. Ich kann im Prinzip das Gerät kommunizieren lassen mit diversen Geräten über eine App und kann die damit dann einschalten. Aber ich kann auch ganz einfach diese Bluetooth-Fernbedienung nutzen. Die bringe ich vorne an meinem Saugschlauch an oder am Gerät oder habe es in der Hosentasche und kann damit von überall, bevor ich anstarte oder bevor ich anfange zu arbeiten, den Sauger anzumachen. Sehr, sehr praktische Sache. Habe ich natürlich auch ausprobiert, habe damit ein bisschen gesägt und das hat wirklich toll funktioniert. Jetzt muss ich ganz klar sagen, aus meiner Sicht ist die Saugleistung hier wirklich top. Also es funktioniert wirklich gut und ist eine tolle Sache. Man hat das hier an der Kreissäge angebracht. Die Kreissäge
ist nicht irgendwo in der Lage, mit irgendeinem Gerät zu kommunizieren. Einfach auf Knopfdruck anmachen und man kann hier lossägen. Und man sieht das hier auf dem Tisch. Minimal sind ein paar Späne da, aber im Großen und Ganzen hat die Absaugung hier alles abgesaugt. Ich habe meinen Tisch abgeschliffen, ich habe die Werkstatt gesaugt in vielen Bereichen und die Saugleistung ist hier wirklich top. Einzigste Sache, wo wir natürlich auch drauf eingehen wollen, ist dieser eine Kritikpunkt. Es gibt zu dieser Bluetooth-Fernbedienung einige Leute, die sagen, dass sich der Sauger wie von Geisterhand von selbst einschaltet. Das habe ich auch überprüft. Ich habe den Sauger bei mir 3 Tage in der Werkstatt stehen lassen, immer auf Auto, und er hat sich nicht einmal eingeschaltet. Ich habe das so ein bisschen für Spinnerei abgetan, habe aber übers Internet jemanden kennengelernt. Immer eine gute Sache, ja. Und der hat mir bestätigt von wegen, dass das Ganze bei ihm passiert ist. Und es ist wohl bei sehr wenigen Leuten, warum das Ganze passiert. Wenn der Sauger auf Auto ist, dann gibt es wohl die Möglichkeit, dass er sich durch irgendein Signal automatisch einschaltet. Parkside selber habe ich auch angefragt, habe ich auch die Aussage gekriegt, von wegen, man weiß nicht, woran das liegt. Wenn man eine Lösung hat, will man da auch eine Information weitergeben und das eventuell durch ein Update beheben. Aber wie gesagt, es gibt wohl Leute, bei denen passiert das. Ich habe den Sauger 3 Tage an der Steckdose angelassen, 3 Tage auf Auto. Der hat sich nicht eingeschaltet. Also ich habe eine Überwachungskamera in meiner Werkstatt, würde das sofort sehen, wenn es da sowas passieren würde. Und also es war bei mir völlig unproblematisch, aber es gibt die Fälle. Und wenn man so ein Video und so ein Test-Review macht und man kennt solche Fälle, dann sagt man sowas natürlich auch. Also bei mir ist es nicht passiert. Einfachste Lösung, dass sowas nicht passieren kann, ganz einfach den Sauger abends wieder auf Off stellen, weil diese Autofunktion ist im Prinzip wirklich auch nur für den Betrieb gedacht. Die ist nicht dafür gedacht, dass man den Werkstattsauger permanent auf Auto lässt. Aber im Prinzip brauche ich diese Bluetooth-Fernbedienung auch nicht, denn ich habe ja vorne eine Steckdose an meinem Werkstattsauger. Diese Steckdose kann ich nutzen. Die Steckdose hat maximal eine Belastung von 2150 Watt. Ich habe hier zum Beispiel meine Handkreissäge. Die Handkreissäge kann ich hier kontrollieren. Die hat 1600 Watt, ist also dafür kein Problem, ist dafür zugelassen. Wenn ich jetzt mit dieser Handkreissäge anfange zu arbeiten, brauche ich den Taster an meiner Bluetooth-Fernbedienung auch nicht zu drücken. Das Gerät merkt, dass das Gerät vorne in der Steckdose Strom zieht und schaltet sich dann automatisch ein. Das ist, finde ich, eine richtig, richtig schöne Lösung. Brauche ich nicht irgendwo lange rumfummeln, mir irgendwo überhaupt Gedanken machen. Ich nutze also mit allen Geräten, die die Leistungsklasse haben, dass man die da einsetzen kann. Das werden wohl die meisten sein. Ganz einfach diese Steckdose vorne. Ich schalte das Gerät ein und die Absaugung fängt an. Wenn ich das Gerät abschalte, läuft diese Absaugung noch nach. Das könnte man sogar über die App steuern, könnte das anders einschalten, könnte das länger einschalten und dann geht der Staubsauger wieder aus. Das finde ich wirklich auch eine richtig, richtig schöne Funktion. Zu der Saugleistung, ich habe hier meinen Schweißtisch komplett abgeschliffen. Das mache ich regelmäßig mit dem Exzenterschleifer. Das funktioniert wirklich sehr gut. Habe ich wieder eine richtig schöne Oberfläche. Im Normalfall habe ich dann hinterher so eine feine Staubschicht, weil ich aktuell nicht die Möglichkeit hatte, vernünftig abzusaugen. Hier habe ich jetzt hinterher überhaupt nichts. Ich kann hier rüber gehen, von wegen, die Absaugung hat das wirklich alles problemlos geschafft. Die Absaugung geht an, so wie ich meinen Exzenterschleifer anmache. Ich kann hier hinterher sogar mit so einem Feuchttuch rübergehen, habe ich mal als kleinen Versuch gemacht. Merkt man, dieses Feuchttuch wird so leicht dreckig, hundertprozentig sauber natürlich nicht, aber man merkt, großartig Staub ist hier wirklich nicht mehr drauf. Auch wenn man hier pustet, hier fliegt nichts hoch oder so. Also es ist wirklich eine schöne Absaugung. Ich habe keine Vergleichsabsaugung von einem anderen Hersteller, dass ich das irgendwo vergleichen kann. Aus meiner Sicht hat sie wirklich viel Bums, hat hier alles abgesaugt. Ich habe am Ende sogar noch mal einen kleinen Versuch gemacht, habe das Ganze mal als Schweißrauchabsaugung missbraucht.
Zum Schweißrauch absaugen missbraucht ist eigentlich der falsche Begriff, weil diese Absaugung kann natürlich problemlos auch Schweißrauch filtern. Schweißrauch ist auch mit Partikeln behaftet, die sind so extrem schädlich und das kann diese Absaugung spielend leicht rausfiltern. Ich habe mir hier so ein kleines Absaugelement gebaut aus dem alten Kanister, habe eine Nebelmaschine, unten noch einen Magneten reingemacht und jetzt kann man mit dieser Nebelmaschine richtig Gas geben und dann sieht man auch, dass diese Absaugung wirklich richtig viel zieht. Die Nebelmaschine ist normal in der Lage, den Raum innerhalb von einer Minute zu fluten, dass man hier wirklich nichts mehr sieht. Die Absaugung kann das hier alles problemlos abziehen. Muss aber ganz klar sagen, Funken könnte diese Absaugung überhaupt nicht vertragen, wenn man da regelmäßig Schweißrauch zum Beispiel mit absaugen würde oder beim Schleifen oder beim Plasmaschneiden, dann müsste man sich so einen kleinen Funkenschutz dazwischen bauen. Ja, so ein kleines Prallblech, wo die Funken nicht weiterkommen. Es gibt auch Möglichkeiten, durch ein Wasserbad das Ganze zu ziehen. Also da müsste man schon Schutzvorsorge treffen, ansonsten wäre die Gefahr halt, dass hier ein Filterbrand entsteht. Das ist aber übrigens bei jeder Absaugung mit Funken so. Mein persönliches Fazit zu diesem Sauger, ich bin da wirklich von der Qualität angetan, gerade für den Preis. Ich verlinke den hier unter natürlich auch. Aktuell ist er teurer, aber den wird es bestimmt demnächst auch mal wieder im Angebot geben. Und ich finde halt das Thema Sicherheit so wichtig. Darum habe ich hier auch relativ plakativ darauf hingewiesen, weil das Thema Sicherheit ist auch heutzutage noch am Arbeitsplatz, aber auch in der Werkstatt, in der Hobbywerkstatt ein ganz großes Thema, ein Thema, das oft nicht beachtet wird und das ist natürlich schade, weil die Stoffe, die man da teilweise einatmet, die sind so extrem gesundheitsschädlich und das kann man mit so einem schönen Sauger relativ einfach beheben und das sollte man auch wirklich machen. Ich habe hier meine ganze Werkstatt gesaugt, das sieht jetzt alles top aus, das ist noch so ein positiver Nebeneffekt, aber ansonsten von wegen finde ich den wirklich toll. Ich verlinke den hier unter, wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis dann, euer Manni.